Hallo ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt und ich möchte mit euch gemeinsam HitchHiker spielen und wie der Name schon sagt, werden wir als Anhalter verschiedenste Personen kennenlernen und sind selber ohne bestimmtes Ziel unterwegs, haben ja unser Gedächtnis verloren und probieren einfach dieses Puzzle, was entstanden ist, wieder zusammenzusetzen. Und dies geschieht durch die einzelnen Gespräche mit den verschiedenen Personen. Und Stück für Stück probieren wir ja wieder zu uns selbst zu finden. Ich bin gespannt. Dieses Spiel soll wohl ein paar nette Twists haben, die so nicht vorhersehbar sind. Aber ich würde mal sagen, wir starten einfach rein und lassen uns überraschen. Okay. Rosinen. Das ist so typisch USA. Okay, wir steuern das Ganze mit der Maus. Linke Maustaste interagieren. Wir können uns umsehen, okay. Was hat er hier? Rosinen? Okay, er scheint sehr gerne Rosinen zu mögen. Das ist eine Monsterpackung. Raisin Guy. Na, der gefällt mir. Mit ihm selber kann ich noch nicht interagieren, okay. Also mit dem Raisin Guy. Okay, wo will ich hin? Achselzucken. Not the talkative type, eh? That's okay. Most people I pick up are just waiting for their turn to talk. Ist auch das Angenehmste. Want a raisin? They're from my farm. Ah, okay. Das erklärt natürlich die ganzen Rosinen. Oh. Hätte ich nichts für den Rosinen essen sollen? Guess those things don't agree with you yet. Okay. Strange. They're Thompson seedless. Good raisins. We still farm more of those in California than anywhere on Earth. Okay, das wusste ich auch nicht. Was haben wir hier? Kautab. Bison Chewing Tobacco. Okay. You want to know the clearest evidence that reality isn't real? Ja, bitte erleuchte mich. Wir sind nett. Raisins and grapes, man. They're the same thing, but they taste disgusting when eaten together. Obvious bug in the program there, right? Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Rosinen und Weintrauben zusammen zu essen. Somebody asks you about this ride later, assuming you even know where you're going, and get someplace where somebody can ask you. Hey, how'd you get here anyway? They'll ask you. Oh, I hitched. And your brain will flash back for a second when you say this. And it'll show you a frozen snapshot of yourself, sitting in this car, talking to me, like we are right now. But which moment will it actually show you? Will it be this one? Or this one? Or this one? We think we remember how people really were, how our lives together really were. But when we think back to them, even the people we cared about the most, all we're doing is snatching moments out of the air. Just grabbing another raisin out of the box. Philosophisch hätte ich nicht mit gerechnet. An wen versuchst du dich zu erinnern oder was hat es mit dir und diesen Rosinen auf sich? Ja, ich würde sagen, das erste. My wife. She's dead now, but you probably guessed that. Thanks.
but you don't look like you're doing so well yourself. Takes one to know one, right? I can always spot someone who's grieving along this highway. They usually stand on the road with a dazed look on their face and their thumb up in the air. Young guy like you, I wouldn't have a clue. Okay, an was erinnerst du dich, wenn du an sie denkst? My wife? If I'm totally honest with you, I don't really remember what she looked like. Remember everything about her. Just not her face. Some people have faces that are easy to remember. Doesn't seem fair. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich denke trotzdem, dass du dich an deine eigene Frau erinnern solltest. Er wirkt eigentlich relativ ruhig und sympathisch. Deswegen würde ich ihm eigentlich ungern in irgendeiner Form attackieren. Deswegen nehmen wir mal das erste. Sure. It's not as easy as people think. I'll give you an example. You think you're present in the moment? You've been talking to me for a few minutes now. What color are my eyes? Ah, da hat er mich mit. Habe ich nicht drauf geachtet. Ich würde eher sagen braun, oder? Nope. Well, like I said when I picked you up, some people are just waiting until it's their turn to talk. Welche Augenfarbe hast du jetzt? Hey, kid. Guck mich an. Do me Okay. a favor and crack the window, No. would you? That's better. Now, where were we? Streichholzbriefchen. Help. Von Dantes Deiner. In der Telefonnummer. Sollen wir das nehmen? Wir nehmen es What you mal. got there? Just a matchbook, huh? I figured it must have been something important. Because the window is still open. Okay. Wohin fahren wir überhaupt? Not much profit in talking geography with someone who doesn't know where he's going or where he's from. But if you want to know, the trunk of this car is full of 4 bushels of raisins that I'm driving to my brother's place in Intercourse. That enough info for you, Copernicus? Ja, Kopernikus, sehr Well, lustig. seems like the right name for a guy who's traveling the world without knowing where he's going. You just sit back, Copernicus, and invent a language where false statements are impossible. Nee, wir lassen es mal auf sich beruhen. Wir haben den Streichhölzer geklaut. Können wir sonst noch was machen? You know, when I was a kid, Okay, wir haben eine Zahnbürste und die geklauten Streichhölzer, okay? my brother and I used to drive our parents crazy on long drives like this. Our folks wouldn't let us listen to the radio in the car. So we used to make up these songs about food on long drives to pass the time. We had this one with about 30 verses, each about a different kind of grain. There was this one time when we passed a billboard for this new kind of bread, balach bread. In hell they have a hell a lot of balach bread. In hell they have a hell a lot of balach bread. In hell they have a hell a lot of balach bread. In hell they have a hell a lot of balach Okay, er dreht bread. ab. Oh yeah, that drove Mom and Dad crazy. Come on, join in. In Ich hab hell they Angst. have a hell a lot of balach bread. In hell they have a hell a lot of balach bread. In hell they have a hell a lot of balach bread. In hell they have a hell a lot of balach bread. Okay, was für ein Ohrwurm. Oh Gott. Actually, I'm beginning to understand my parents' perspective. Getting older is funny.
It's like reading a book where less and less happens, but the writing gets better and better. Er ist schon die ganze Zeit so tiefgründig. Hätte ich ja eigentlich so von einem Farmer nicht erwartet. Thanks. I got it from an app. It's Ah, this app with sehr gut. philosophical sayings. My wife got it for me, to make me sound smarter. She had a way with words. Yeah, well, that all sort of depends on which raisin you take out of the box, right? How you spin it. We were married for 37 years. People used to ask us how we managed, being married and all, working off the side of the road together, sharing a little trailer. The truth is, nobody knows if they're happily married. All they know is that it's the thing they've been doing every day for the last 37 years. It's not that simple, Copernicus. Life has a way of chipping away at that certainty. It'd be easier if you had a number assigned to you, a number from 1 to 100, printed on both your foreheads where you could always see it. It would arrive in the mail every year, right after you file taxes. Oh, we're a 71. That couple down the street, the Rosines, they're an 82 this year. Oh, I guess they have it a bit better than us. Some way of knowing. Okay. Also welche Momentaufnahme von ihr hast du in deiner Erinnerung? Oder ich würde sagen 71 hört sich nicht schlecht an. Mich interessiert die Momentaufnahme mehr. There's a photo in that glove box there of us, standing in front of our trailer. It was in a magazine. One of those stories about vanishing farmers that always pulls heartstrings with the rest of the country. Okay, dann fragen wir mal, ob wir drauf schauen dürfen. Well, I never opened the glove box myself. It's kind of a superstition of mine. But help yourself. Dankeschön. Da haben wir das Foto. Hey, where'd you get that? That's not her. And that guy there, he looks like you. Okay. I don't know. I was going to ask you the same question, Copernicus. Did he... Who gave this to you? Okay, es ist sein Handschuhfach, nicht unseres. Well, I guess it belongs to you. You'd better hold on to it. Okay, das ist wirklich strange. What woman? Okay. Fragen ihn natürlich, wer das sein könnte auf dem Foto. Well, oh, her. Well, hard to say. I wouldn't lose any sleep over it. Okay, ein Almanach und ein What's that Fernglas. black thing in the glove box anyway? See anything interesting there? A windmill, eh? No idea. Okay. Okay, szenische Pause. Tippe den Fahrer an, um die Unterhaltung fortzusetzen. Ich will mich natürlich jetzt erstmal in Ruhe umschauen. Weil das Problem ist, ich möchte am liebsten überall schnüffeln. Aber da habe ich Angst, dass ich das Gespräch irgendwie verpasse. Und es war eigentlich relativ angenehm mit ihm, muss ich sagen. Zwischendurch ein bisschen gruselig, aber angenehm. Ist aber natürlich auch so eine Sache, wenn man per Anhalter irgendwo mitfährt. Also ich bin es persönlich noch nie. Aber naja, ich denke, das ist für beide Seiten unangenehm. Aber prinzipiell eine gute Sache. Okay. Der Bauernalmanach 1954 ist aber schon bald hier näher. Mit Wetterprognosen für 16 Regionen der Vereinigten Staaten. Okay, die Dose treten. Ich möchte die Dose nicht treten. Die Tür verriegeln ist irgendwie spooky, oder? Okay, wir schließen das Handschuhfach mal wieder.
Haben wir sonst irgendwas? Ich glaube, wir haben noch die Dose. Okay. Das Fenster lassen wir mal offen. Ich glaube, sonst ist nichts, oder? Ah, die Sonnenblende. Was haben wir hier? Ein Stück Papier. Love is the extremely difficult realization that something other than oneself is real. Von Iris Murdoch. Okay, ist das aus seiner App, die er erwähnt hat? Wirkt auf jeden Fall so. Naja, wir quatschen mal weiter mit Vern. Say, wanna hear a joke? Auf jeden Fall. Why did the raisin take the prune to the dance? Keine Ahnung. He couldn't get a date. Du bist schon sehr Hey, that Rosinen reminds fixiert. me. It's almost 4:30. You'll like this. It's my favorite. I once knew the hostess, Darlene. She used to change the tires on my truck on Highway 51. Welcome to another Interstate Riddle Hour. Here's our first riddle. Keep your eyes peeled, all you blacktop carpetbaggers. I fly, Okay. yet I have no wings. I cry, yet I have no eyes. Darkness follows me. Lower light I never see. Okay. Ich fliege ohne Flügel. Okay. Need some help? Nee, ich soll das Rätsel nochmal wiederholen. I fly, yet I have no wings. I cry, yet I have no eyes. Darkness follows me. Lower light I never see. Weinen ohne Augen. Fliegen ohne Flügel. Und die Dunkelheit. Ja, die Wolke könnte es sein. Very good. Here's our next one. A gatekeeper forever bound. He opens and shuts with a similar sound. Need some help? Nee, nochmal wiederholen. A gatekeeper forever bound. He opens and shuts with a similar sound. Gott. Türwächter. Schwierig. Was könnte es sein? Nee, da brauche ich mal einen Hinweis. Ja, ich hätte gerne einen Hinweis. Think metal teeth that open and shut. An Metallzähne, die sich öffnen und schließen. Eine Falle. Eine Bärenfalle. Habt ihr eine Ahnung? Ich stehe da jetzt gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Metallzähne oder Mähdrescher? Aber das hat absolut nichts mit so einem Torwächter zu tun. Gib mir noch einen Need Hinweis. some help? Ja, ich bin dumm. The answer is right between your feet. Very good. Der Reißverschluss. Und ich suche die ganze Zeit draußen. Damn questions are rigged. I never get them. Says the guy who never knew what pressure to keep his tires at. Hey, Was? Having fun? Want to keep going?
Wie konnte er denn jetzt mit dem Radio interagieren? Na komm, ein weiteres machen wir noch. Here's another one. Take one out and scratch my head. I am now black, but once was red. What am I? Eine Rosine? So, nochmal wiederholen. Need some help? Ne, wiederholen. Take one out and scratch my head. Nimm I eins am now raus black, und but kratze meinen once was Kopf. red. Nimm eins raus und kratze meinen Kopf. Okay. Need some help? Boah, ich stelle mich wirklich dämlich an. Take one out and scratch my head. I am now black, but once was red. Ich war mal rot, jetzt bin ich schwarz. Nimm mich raus und kratze meinen Kopf. Need some help? Ja, definitiv. Check your backpacks, friends. The answer could be hiding inside. Ah, Well done. Okay, here's a tough one. I have 4 wings but cannot fly. I never laugh and never cry. On the same spot I'm always found, toiling away with little sound. What am I? das könnte doch jetzt eine Windmühle sein, oder? Mit 4 Flügeln und kann nicht fliegen. Muss ich jetzt warten, bis da eine kommt? Oder ist es wieder was komplett anderes? Da, da. Zählt nicht. Need some help? Ja. Hätte gerne einen Hinweis. Round and round we go, people. Wir drehen uns im Kreis. Hui. Ich bin der festen Überzeugung, es ist die Windmühle, aber die konnte ich nicht anklicken. You might need to get your binoculars out to find this object. It's not so close. Ja, klar. All right, here's our last riddle. Okay. Tricky. He lies without touching the ground. Oh, come on, Darlene. Er lügt, ohne den Boden zu berühren. Damn it, Darlene. I should have tipped her better when she changed the tires. She's been out to get me ever since. Okay. Look, she isn't being straight with you, kid. Check the photo, Copernicus. The photo in your bag. Then you'll see. Oh. Das Gesicht wurde rausgebrannt, das war vorhin noch da. She's in trouble, Copernicus. You must help her. Okay, wie hast du das Foto vertauscht? Was geht hier vor sich? Things like that happen all the time on this highway. It's nothing to lose your scrunchie over. Oh, doch. Du hast dir was angetan. Kid, I am sorry about your girlfriend. But I had nothing to do with it. It's just the opposite. I was sent to protect you. Okay. Auf wen muss ich denn beschützt werden? From yourself. You picked this car every bit as much as I chose to stop for you.
You Was picked meinst this du damit? car, picked me, not to feel anything. Das wird gerade richtig spooky. Um welche Gefühle nicht zuzulassen. Kid, just let it go. There's nothing for you down that road. Nothing but hurt. Okay. Warum sollte ich deinen Lügen glauben? Look, I admit I lied, but only about one thing. Okay, du bist in Wirklichkeit kein Landwirt, deine Frau ist in Wirklichkeit gar nicht gestorben. Wir haben uns schon einmal getroffen, du hast mein Foto in das Handschuhfach gelegt. Schwierig, also das mit dem Landwirt nehme ich ihm... Er könnte Landwirt sein, oder? Deine Frau ist in Wirklichkeit gar nicht gestorben. Wir haben uns schon einmal getroffen. Nope. I'm as surprised by that one as you are. Okay. Yeah, we've met. Twice, in fact. Okay. Daher wir uns schon mal begegnet sind, beziehungsweise schon zweimal, dann lass uns doch mal von vorne beginnen. Sure. You showed up at my trailer park taking photos. At first, I was a bit suspicious, since there were plans to kick us out and develop the trailer park into some kind of shopping center. But then it became clear that you'd been sent here by a magazine to do one of those stories about vanishing farmers that always pulls heartstrings with the rest of the country. Okay. The woman in the photo? No, I didn't actually meet her. I just know what you told me about her. She was backpacking around Europe without you. And you? You weren't taking it so well. Okay. Ja, okay, woher weißt du all diese Dinge über mich? Wir scheinen ja geredet zu haben. Dann fragen wir ihn mal, warum er uns angelogen hat. Kid, I told you, you don't want to go down that road. Okay, warum sollte ich vor der Wahrheit Angst haben? Well, what's that they say in that Tom Cruise movie? The one where he's a bartender? Everything ends badly, or it wouldn't end at all. I wasn't afraid of the truth either, back then. My wife, when she got the x-rays, when she knew, she decided to spare my feelings. Didn't tell me anything. Hid the x-rays in one place I'd never suspect, because it was so obvious. Im Handschuhfach macht Sinn, deswegen möchte er das nicht öffnen. Stayed closed until today, till you came along. Du begehst einen Fehler, wenn du deine Gefühle wegschließt. Denke ich. And that's what you liked about me when we met, when you came to take those photos. You said you admired my fortitude. I had to look up at least one of those words in the dictionary. Turns out that you just meant my not feeling every little thing that's gone wrong with me. Well, that's life as a raisin farmer. We're not known for live casting our power ballots. Each raisin is a little setback that you've learned to live with. You don't dwell on it or try too hard to remember. Ist das alles, wovor du mich beschützt, Enttäuschung? I wish it was that simple, kid. Hey, Well- Chief. Why don't you have a look here? Wer ist das? He appeared on this highway about the same time you did. I guess he's part of what you're running from. Okay, wie ist er jetzt verschwunden? Not sure. You can't see him directly. He only shows up in mirrors, windows, pictures. Okay.
Das geht ja schon ein bisschen ins Okkult rein. Well, we haven't talked yet about the second time we met. Okay, dann soll er uns von diesem zweiten Treffen noch mal erzählen, oder? That's the thing. It's a little hard to explain. Better if I just take you there. Okay, er will uns dahin bringen. It's just a quick detour. We'll be there in a minute. But close the window. You don't want to have it open where we're headed. Okay. Okay, es verdunkelt sich alles. Oh Gott. Es wird richtig dunkel. Du bist mein einziger Trost, kleine Wackelrosine. Oh Gott. A man travels along a road until he reaches a gate at the top of a hill. The road has been long and straight so far, and the going has been easy. But now the man can't go any further, so he takes a seat by the road to rest. The man waits, and after a length of time that seems neither short nor long, the gate opens, and a guard appears. Bitte den Wächter um Einlass. Das, meine Freunde, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Bisher finde ich es ehrlich gesagt schon interessant. Also ich habe anfangs so ein bisschen Bedenken gehabt, ob das eventuell so ein bisschen zu einseitig sein könnte. Wenn man da wirklich nur mit den Personen redet, aber so zwischendurch wurde es doch ein bisschen mysteriös. Deswegen doch abwechslungsreich. Und wenn man jetzt so anfängt, so langsam wieder zusammenzupuzzeln, wer man eigentlich ist und in welcher Verbindung man zu den Personen steht, na, ich glaube, da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Habt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.